Die Preise im Internet zu finden, ist manchmal gar nicht so leicht für die Patienten, weil wir können auch nicht einfach als Kollegen selber sagen, eine Brustvergrößerung kostet so und so viel. So ist es ja nicht. Es ist ja individuell unterschiedlich. Manchmal muss eine Bruststraffung mitgemacht werden, manchmal wird eine Brustvergrößerung mit Eigenfett gemacht, dann doch wieder mit Implantat. Also dass man einfach sagt, wie bei einem Auto, das kostet einfach so viel, die Möglichkeit gibt es nicht. Was der Patient, die Patientin aber im Vorfeld machen kann, wenn er wissen möchte, was kostet eine bestimmte Operation, ist natürlich die Recherche im Internet, aber viel, viel wichtiger das Beratungsgespräch. Wir empfehlen, das klingt immer ein bisschen komisch, aber wir empfehlen es wirklich, dass jeder Patient ruhig zu mehreren Kollegen geht. Das kann gar nichts schaden. Man kann mal den einen kennenlernen, mal den anderen kennenlernen. Man kann sich ein Bild machen, ob man zusammen passt und so weiter. Das muss ja auch irgendwie, da muss ja auch die Chemie stimmen. Und dann kann man diesen Arzt natürlich direkt fragen, wenn ich eine Brustvergrößerung mache, so wie wir das jetzt eben besprochen haben, was muss ich denn dann am Ende für eine Summe kalkulieren? Weil es ist extrem wichtig, dass man das weiß. Ich hatte ja selbst, als ich Student war, auch nicht genug Geld, so 6.000, 7.000 Euro für so eine Operation einfach zu haben. Und dann ist es wichtig, dass man das vorher weiß. Und deswegen ist es Beste, dass man den Arzt konkret danach fragt. Wir hören immer wieder, dass Kollegen gestaffelte Preise machen. Also zum Beispiel, dass gesagt wird, die Operation kostet so und so viel, die Übernachtung kostet so und so viel, die Miederware kostet so und so viel. Das ist alles völlig in Ordnung, nur man muss als Patient, interessiert einen ja eigentlich, was muss ich denn am Ende für eine Summe einplanen als Ganzes. Deswegen würde ich immer empfehlen, dass, wenn man in einem Beratungsgespräch ist, dass man den Arzt fragt, okay, was macht das denn alles in Summe am Ende aus, damit ich planen kann für mich. Ja? Vielleicht habe ich das Geld nicht, möchte es finanzieren oder meine Eltern oder der Partner hilft oder wie auch immer. Aber man möchte ja wissen, was für eine Summe steht am Ende auf der Rechnung. Und ich denke, das ist eine Information, die jeder seriöse Arzt seinen Patienten geben sollte und auch muss. Deswegen muss man im Zweifelsfall konkret danach fragen und man will das natürlich auch schriftlich haben, damit man eine Sicherheit für die Planung hat. Der Regelfall ist, dass wir bis zur Operation die Kosten für die Gesamtbehandlung kalkulieren und in Rechnung stellen müssen zur Operation. Es ist aber auch so, dass heutzutage natürlich viele Patienten, gerade jüngere Patienten, nehmen Sie die durchschnittliche Patientin einer Brustvergrößerung, die ist ja nicht Mitte 50 und hat vielleicht etwas Einkommen, was sie dafür verwendet, sondern das sind oft sehr junge Patientinnen, denen wir hier bei uns in der Praxisklinik am Rosengarten auch helfen dabei. Wie funktioniert das? Was kann ich tun? Gibt es da Finanzierungsmöglichkeiten? Was ist eine vernünftige Lösung ja auch? Man möchte sich ja wegen so einer Sache nicht verschulden. Dann sollte man wirklich vielleicht überlegen, so eine Operation gar nicht zu machen. Weil wenn man deshalb in Probleme kommt, finanzieller Art, dann hat sich das Ganze nicht gelohnt. Also das muss vernünftig und gut finanziert sein. Das kann über die Klinik laufen, das kann über Partner laufen, aber wir helfen dabei, diese Wege aufzuzeigen und auch den Patienten zu erklären, was heute möglich ist, damit die Operation gut gemacht wird, weil billig ist nicht so wichtig wie gut. Immer dran denken, es geht hier nicht nur um billig, sondern Qualität ist hier das Wichtige, aber dass sie gut gemacht ist und man selber sich das Ganze aber eben auch leisten kann.